Am Samstag wartet auf Borussia Mönchengladbach der wohl interessanteste Härtetest dieser Vorbereitung. Aston Villa kommt in den Borussia Park. Und für mich ist dieses Spiel deutlich mehr als irgendein Testspiel. Kurz vor dem Pflichtspielstart wollen wir sehen, wie weit die Mannschaft von Eugen Polanski wirklich ist. Gladbach hat in der Vorbereitung durchaus Selbstvertrauen gesammelt. Gegen Hoffenheim gewann Borussia nach 120 Minuten mit 4:1. Zuletzt gab es gegen die SSVG Velbert sogar ein 8:0. Natürlich darf man diese Ergebnisse nicht überbewerten. Aber gerade offensiv hat Borussia gezeigt, dass die Mannschaft Chancen herausspielen und konsequent verwerten kann. Gegen Aston Villa wird die Aufgabe allerdings eine ganz andere. Die Engländer kommen mit enormer Qualität nach Mönchengladbach. Unter Unai Emery ist Villa taktisch hervorragend organisiert und international inzwischen wieder eine echte Hausnummer. Allerdings gibt es einen interessanten Faktor. Aston Villa hat erst am Mittwochabend den UEFA Supercup gegen Paris Saint-Germain gespielt und mit 1:2 verloren. Nur 3 Tage später steht bereits das Spiel im Borussia Park an. Deshalb bin ich gespannt, welche Mannschaft Emery überhaupt auf den Platz schicken wird. Rotation wäre absolut nachvollziehbar. Für Gladbach könnte darin eine Chance liegen. Ich möchte vor allem 3 Dinge sehen. Erstens, wie stabil ist unsere Defensive, wenn der Gegner schneller und technisch stärker wird. Zweitens, kann Gladbach auch gegen einen Gegner wie Aston Villa mutig nach vorne spielen und sich nicht nur hinten reinstellen? Und drittens, wie funktioniert das Pressing? Gegen schwächere Gegner kann man vieles ausprobieren. Gegen Aston Villa werden Fehler im Spielaufbau oder schlecht abgestimmtes Pressing sehr viel schneller bestraft. Interessant wird auch der Konkurrenzkampf in der Offensive. Isaac Liedberg hat gegen Hoffenheim zweimal getroffen. Robin Hack und Florian Neuhaus waren ebenfalls erfolgreich. Genau solche Spiele sind die Gelegenheit, sich für die Startelf zu empfehlen. Bei Aston Villa lohnt sich außerdem ein Blick auf Brian Mathieu. Der erst 17 Jahre alte Angreifer traf gegen Paris Saint-Germain im Supercup und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Für Borussia ist dieses Spiel deshalb ein hervorragender Gradmesser. Das Ergebnis ist für mich gar nicht das Wichtigste. Entscheidend ist, ob wir gegen einen Gegner dieser Qualität unsere eigene Spielidee erkennen können. Mein Gefühl. Wenn Aston Villa stark rotiert, traue ich Borussia durchaus ein ausgeglichenes Spiel zu. Wenn Villa dagegen mit vielen Stammspielern aufläuft, wird besonders unsere Defensive richtig gefordert. Ich tippe auf ein 2:2. Jetzt seid ihr dran. Wie geht Borussia gegen Aston Villa aus? Schreibt euren Tipp in die Kommentare.